Die nordische Mythologie umfasst die Gesamtheit der Mythen, die in den vorchristlichen Quellen Skandinaviens überliefert sind. Auch bekannt als germanische Mythologie ist sie eine faszinierende Welt voller Götter, Helden und mystischer Wesen, die die Vorstellungskraft vieler Generationen inspiriert hat. Diese reiche mythologische Tradition, die in den nordischen Ländern wie Island, Norwegen und Schweden ihren Ursprung hat, ist geprägt von epischen Geschichten über die Götter der Äsir und Vanir, sowie von Heldentaten tapferer Krieger und rätselhafter Kreaturen. Sie gehört zu den weniger bekannten Mythologien im Vergleich zu den griechischen oder römischen Göttersagen. Die nordischen Götter sind die zentralen Figuren der nordischen Mythologie. Angeführt von Göttern wie Odin, Thor und Freya, regieren sie über die 9 Welten des kosmischen Weltbaums Yggdrasil. Odin, der mächtige Allvater und Herrscher über Asgard, ist bekannt für seine Weisheit, seinen Durst nach Wissen und seine Opferbereitschaft, um die Geheimnisse der Runen erkennen. Thor, der Donnergott und Sohn Odins, ist berühmt für seine Stärke, seinen Mut und seinen unerschütterlichen Kampf gegen die Feinde der Götter, insbesondere gegen die Frostriesen und Midgardschlange. Freya, die Göttin der Liebe und Schönheit, regiert über das Reich der Vanaheim und wird oft als die mächtigste der Göttinnen betrachtet, die gleichermaßen für ihre Fähigkeiten in der Zauberei und ihre Rolle als Führerin der gefallenen Krieger in das Schlachtfeld des Ruhmes verehrt wird. Neben diesen prominenten Figuren gibt es eine Vielzahl anderer Götter und Göttinnen, die das Pantheon der nordischen Mythologie bevölkern, von Baldur, dem strahlenden Gott des Lichts, bis hin zu Loki, dem Trickstergott und Meister der Täuschung, aber auch Fabelwesen wie Riesen und Walküren spielen eine Rolle in der nordischen Mythologie. Zusammen bilden sie ein reiches und vielschichtiges Geflecht von Figuren, die die Grundlage für zahllose Mythen, Legenden und Erzählungen bilden und bis heute eine faszinierende Quelle der Inspiration und Bewunderung darstellen. Die wichtigsten Quellen der nordischen Mythologie sind die ältere Edda und die jüngere Edda, die von Snorri Sturluson verfasst wurde. Er spielte eine bedeutende Rolle bei der Bewahrung und Dokumentation der alten nordischen Mythen und Traditionen. Seine Werke gelten als Grundlage für das heutige Verständnis der isländischen Literatur und Mythologie. Die ältere Edda, auch bekannt als die poetische Edda, ist eine Sammlung von altnordischen Gedichten, die die Grundlage der nordischen Mythologie bilden. Diese antiken Texte, vermutlich im 13. Jahrhundert niedergeschrieben, sind eine Schatzkammer von Mythen, Legenden und Heldensagen, die die Welt der Götter, Helden und mystischen Kreaturen zum Leben erwecken. Die ältere Edda enthält Werke wie die Voluspa, ein Gedicht über die Erschaffung der Welt und das Schicksal der Götter, sowie die Havamal, eine Sammlung von Weisheiten und Ratschlägen, die dem Gott Odin zugeschrieben werden. Weitere bekannte Gedichte sind die Völundarbhida, die die Geschichte des Schmiedegottes Völund erzählt, und die Lokasenna, in der der Trickstergott Loki eine Reihe von Göttern und Göttinnen verspottet. Die ältere Edda ist nicht nur eine wichtige Quelle für das Verständnis der nordischen Mythologie, sondern auch ein Meisterwerk der mittelalterlichen Dichtkunst, das bis heute Leser und Gelehrte gleichermaßen fasziniert und inspiriert. Die jüngere Edda, auch bekannt als die Prosa-Edda oder Snorra-Edda, ist eine umfangreiche Zusammenstellung von Texten, die von dem isländischen Dichter und Historiker Snorri Sturluson im 13. Jahrhundert verfasst wurde. Er lebte von 1179 bis 1241 und war ein isländischer Dichter, Historiker und eine einflussreiche Persönlichkeit seiner Zeit. Er stammte aus einer mächtigen isländischen Familie, den Sturlungen, und wuchs im kulturellen Zentrum Oddi auf. Im Gegensatz zur älteren Edda, die vor allem aus Gedichten besteht, ist die jüngere Edda in Prosa verfasst und dient als Handbuch für angehende Skalden, also Dichter und Geschichtenerzähler, um das Kunsthandwerk der Dichtkunst zu erlernen und die alten nordischen Mythen und Legenden richtig zu interpretieren. Die jüngere Edda besteht aus verschiedenen Abschnitten, darunter die Gylfaginning,
die die kosmologischen und mythologischen Grundlagen der nordischen Welt erklärt, sowie die Skaldskaparmal, die sich mit poetischen Techniken und Kenningar, metaphorischen Ausdrücken, befasst. Snorri Sturluson bietet in der Jüngeren Edda auch eine detaillierte Darstellung der nordischen Götter und ihrer Abenteuer, wobei er oft auf die Gedichte der älteren Edda zurückgreift, um die Geschichten zu illustrieren und zu erweitern. Die Jüngere Edda ist somit nicht nur ein wichtiges Werk für die Erforschung der nordischen Mythologie, sondern auch ein einzigartiges Zeugnis der mittelalterlichen isländischen Literatur und Kultur. Nachdem wir nun die Entstehung und Bedeutung der Jüngeren Edda sowie die Rolle von Snorri Sturluson bei der Zusammenstellung und Interpretation der nordischen Mythologie betrachtet haben, ist es von Bedeutung, einen Blick auf eines der zentralen Konzepte dieser Mythologie zu werfen: die Weltenesche Yggdrasil. Yggdrasil ist nicht nur ein mythologisches Symbol, sondern auch ein faszinierendes Konzept, das die kosmologischen Vorstellungen der alten Nordmänner widerspiegelt. Als Zentrum des Universums verbindet Yggdrasil alle 9 Welten miteinander und symbolisiert die tiefgreifende Verbindung zwischen Himmel, Erde und Unterwelt. Die Weltenesche ist eine zentrale und faszinierende Figur in der nordischen Mythologie. Als mächtiger Baum, der alle 9 Welten des kosmischen Universums miteinander verbindet, steht Yggdrasil im Herzen der nordischen Weltordnung und symbolisiert die Verbindung zwischen Himmel, Erde und Unterwelt. Seine Wurzeln reichen tief in die dunklen Abgründe von Niflheim und Jotunheim, während seine Äste hoch in den Himmel von Asgard ragen, dem Wohnsitz der Götter. In der Mitte des Baumes befindet sich das Reich der Menschen, Midgard, das von Yggdrasils Schutz umgeben ist. Yggdrasil dient nicht nur als physische Verbindung zwischen den Welten, sondern auch als spirituelle Achse, die das Universum zusammenhält. Gemäß der nordischen Vorstellung wird das Schicksal der Götter, Menschen und Kreaturen von den 3 Nornen gewoben, die am Fuß des Baumes leben und das Schicksal der Welt lenken. Yggdrasil selbst wird von verschiedenen Wesen bewohnt, darunter der Drache Nidhöggr, der an den Wurzeln nagt, und der Adler, der zwischen den Ästen sitzt. Die Vorstellung von Yggdrasil als Zentrum des Universums spiegelt die tiefe Verbundenheit der nordischen Kultur mit der Natur und dem Kosmos wider. Der Baum verkörpert das Gleichgewicht und die Ordnung der Welt und bleibt eine Quelle der Inspiration und Bewunderung für diejenigen, die die Geheimnisse der nordischen Mythologie erforschen. Nachdem wir einen Einblick in die Bedeutung der Weltenesche Yggdrasil als Zentrum des Universums gewonnen haben, möchten wir nun einen weiteren zentralen Aspekt der nordischen Mythologie erkunden: den epischen Kampf zwischen Ordnung und Chaos. Dieser Konflikt, der die Grundlage vieler mythologischer Geschichten bildet, manifestiert sich in den unerbittlichen Auseinandersetzungen zwischen den mächtigen Göttern der Asen und den chaotischen Riesen. Diese ewige Auseinandersetzung spiegelt die grundlegenden Kräfte wider, die das Universum formen und lenken. Die Asen, angeführt von Göttern wie Odin, Thor und Freyja, repräsentieren die Kräfte der Ordnung, des Rechts und der Zivilisation. Sie kämpfen unermüdlich, um die 9 Welten vor den zerstörerischen Einflüssen der Riesen zu schützen. Die Riesen hingegen, chaotische und gewaltige Wesen, verkörpern die Kräfte des Chaos und der Zerstörung. Mit ihrer unberechenbaren Natur und ihrer rohen Stärke versuchen sie ständig, die Harmonie des Universums zu stören und die Herrschaft der Asen zu stürzen. Diese Konfrontationen zwischen den Asen und den Riesen finden in zahlreichen Mythen und Legenden der nordischen Mythologie ihren Ausdruck, wobei epische Schlachten und List gegenüber roher Gewalt eine zentrale Rolle spielen. Trotz ihrer unerbittlichen Feindschaft sind die Asen und die Riesen oft miteinander verbunden, sei es durch Blutsbande, Allianzen oder unerwartete Wendungen des Schicksals. Diese Komplexität des Verhältnisses zwischen Ordnung und Chaos verleiht der nordischen Mythologie eine tiefgreifende Dimension, die die Ambivalenz und die Dualität des menschlichen Lebens widerspiegelt. Letztendlich steht der Kampf zwischen Ordnung und Chaos im Zentrum der nordischen Kosmologie und trägt zu ihrer mythologisch so reichen und faszinierenden Welt bei.
Nachdem wir den epischen Konflikt zwischen Ordnung und Chaos betrachtet haben, ist es nun an der Zeit, uns mit einem weiteren bedeutenden Ereignis in der nordischen Mythologie auseinanderzusetzen. Ragnarök, die Götterdämmerung und das Ende der alten Welt. Dieses apokalyptische Ereignis markiert den Höhepunkt des Konflikts zwischen den Göttern und den Kräften des Chaos und symbolisiert den Übergang von einer Ära zur nächsten. Wenn wir uns mit Ragnarök beschäftigen, können wir die endgültigen Prüfungen und Herausforderungen kennenlernen, denen die Götter und Helden gegenüberstehen, und die unausweichlichen Konsequenzen, die das Ende der alten Welt mit sich bringt. In diesem epischen Konflikt kollidieren die Kräfte des Chaos und der Zerstörung mit den Göttern und Helden der nordischen Welt, und keine Seite bleibt unberührt von den verheerenden Folgen dieses finalen Schicksalskampfes. Während die Prophezeiungen von Ragnarök von unterschiedlichen Quellen variieren, deuten sie alle auf eine Reihe von verheerenden Ereignissen hin, die sich zutragen, bevor die Welt in Flammen aufgeht und in die Tiefe der Dunkelheit stürzt. Die Götter und ihre Feinde, einschließlich der Riesen, Drachen und anderen monströsen Kreaturen, werden in einem gewaltigen Konflikt verwickelt, der die 9 Welten erschütterte und in ihren Grundfesten erzittern ließ. Zu den Schlüsselereignissen von Ragnarök gehört die endgültige Konfrontation zwischen dem Donnergott Thor und der Midgardschlange Jörmungandr, einem Kampf von solcher Wucht, dass er die Welt in ihren Grundfesten erschüttert. Odin, der Allvater, stellt sich dem Fenriswolf, während Loki, der listige Trickstergott, seiner Rolle als Chaosverursacher und Verräter voll auslebt. Die Götterdämmerung bringt Tod und Zerstörung, aber auch die Hoffnung auf Erneuerung und Wiedergeburt, da aus den Trümmern der alten Welt eine neue entstehen kann. Obwohl Ragnarök das Ende der alten Welt symbolisiert, markiert es auch den Beginn eines neuen Zyklus und einer neuen Ära. Aus der Asche der Zerstörung können neue Götter und Helden hervorgehen, um eine Welt zu errichten, die den Prüfungen der Vergangenheit standhalten kann. Die Prophezeiung von Ragnarök bleibt ein faszinierendes und düsteres Kapitel in der nordischen Mythologie, das die Menschheit seit Jahrhunderten fasziniert und inspiriert hat, und das die tiefe Ambivalenz der menschlichen Existenz und die unvermeidlichen Kräfte von Tod und Wiedergeburt widerspiegelt. Nachdem wir einen Blick auf Ragnarök und das Ende der alten Welt geworfen haben, ist es nun interessant, einen Ort der Hoffnung und Wiederbelebung zu betrachten: Valhall. Inmitten des apokalyptischen Sturms bietet Valhall den gefallenen Kriegern einen Ort der Ehre und des Ruhms. Diese majestätische Halle, die von Odin selbst errichtet wurde, symbolisiert die Belohnung für Tapferkeit und heldenhafte Taten im Leben eines Kriegers. Valhall, auch bekannt als Valhalla, ist der sagenumwobene Saal der Gefallenen, der in der nordischen Mythologie den gefallenen Kriegern vorbehalten ist. Diese majestätische Halle liegt in Asgard, dem Reich der Götter, und ist ein Ort von unermesslicher Pracht und Ehre. In Valhall werden die tapfersten Krieger ausgewählt und von den Walküren, den legendären Kriegerinnen des Odin, in die Halle geführt. Dort werden sie von den Göttern begrüßt und dürfen Seite an Seite mit den Göttern speisen, trinken und kämpfen. Valhall ist ein Ort des Überflusses und der Freude, wo die Gefallenen ihren Mut und ihre Tapferkeit für alle Ewigkeit feiern können. Die Vorstellung von Valhall war für die nordischen Krieger von zentraler Bedeutung, da sie einen Anreiz bot, im Kampf mutig zu sein und ihr Bestes zu geben, um die Gunst der Götter zu erlangen. Der Gedanke, dass sie nach ihrem Tod in Valhall wiedergeboren werden würden, um an Odins Seite zu kämpfen, gab den Kriegern Trost und Hoffnung inmitten der Gefahren des Krieges. Valhall bleibt ein zentraler Bestandteil der nordischen Mythologie und hat auch in der heutigen Popkultur und Literatur einen festen Platz. Die Vorstellung von einem prächtigen Hallenkomplex, in dem die tapfersten Krieger für alle Ewigkeit vereint sind, fasziniert und inspiriert weiterhin Menschen auf der ganzen Welt. Nachdem wir nun einige der faszinierenden Aspekte der nordischen Mythologie erkundet haben, lade ich euch dazu ein, eure Gedanken und Eindrücke zu teilen. Was haltet ihr von den epischen Geschichten der Götter und Helden, von Yggdrasil als Zentrum des Universums,
von Ragnarök als apokalyptischem Ereignis und von den Hallen von Valhall. Habt ihr Anmerkungen oder eigene Interpretationen? Ich würde mich freuen, eure Kommentare zu lesen und mit euch darüber zu diskutieren. Bis zum nächsten Mal.